Hallo meine Lieben, jetzt startet ja langsam wieder die Zeit, wo man wieder Kerzen im Einsatz hat, und ich wollte euch da eine Idee zeigen, wie ihr super einfach solche quasi bedrucken könnt, und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, ich zeige euch, wie ihr Motive, die ihr entweder ausdrucken oder stempeln und kolorieren möchtet, wie ihr die dann auf eine Kerze übertragen könnt. Und eben hier die Variante, was ich ausgedruckt habe, das hier ist gestempelt. Und das hier ist gestempelt und koloriert, und das Ganze machen wir dann mit Hilfe von Seidenpapier und einer Heatgun. Aber wie das genau funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr hierfür braucht, sind logischerweise Kerzen. Ich habe eine größere für den Spruch, den ich effektiv ausdrucken werde, und zwei kleinere, wo ich euch einfach zeigen wollte, dass ihr stempeln oder auch Stempel kolorieren könnt. Das geht auch. Dafür habe ich ein paar Stempel rausgesucht, und das Stempeltool, ich werde mit der Archival Ink stempeln. Da geht alles, was quasi permanent ist. Also die Archival Ink von Ranger ist eine. Es gibt auch zum Beispiel die StaZon, und da gibt es sicher auch noch viele andere, mit denen man so stempeln kann. Dann zum Kolorieren werde ich Copic-Marker verwenden, weil die passen dann auch mit der Archival Ink. Wir brauchen Seidenpapier. Es gibt Leute, die machen das mit Servietten, wo sie einfach eine ganz dünne Schicht von einer weißen Serviette nehmen. Ich finde es einfacher, gerade auch die Version, die ich euch zeige, um das mit dem Drucker zu machen, finde ich einfacher mit einem Seidenpapier. Dann brauchen wir ein Stück Backpapier. Ich finde, das Weiße geht einfacher, weil dann sieht man ein bisschen besser, wie lange man die Heatgun draufhalten muss. Eine Schere und eben die Heatgun. Ihr könnt es auch mit einem Föhn machen, wenn ihr keine Heatgun habt. Wenn ihr das allerdings öfters macht, empfehle ich euch wirklich sowas, weil mit dem Föhn dauert es halt eine Weile, weil der nicht so schnell so warm wird und die Hitzeverteilung halt viel breiter ist als hier nur mit dieser kleinen Aushöhlung. Und ich würde sagen, wir starten zuerst mal mit der Vorbereitung. Das heißt, ich werde die 3 Motive vorbereiten, und dazu stempeln wir jetzt erst einmal. Da müsst ihr natürlich immer gucken, wie groß eure Kerze ist und wie breit ihr mit dem Motiv gehen wollt. Ich will hier gar nicht allzu breit gehen, damit das alles quasi von einer Seite sichtbar ist. Das erste und das zweite ist ein bisschen ein breiteres Motiv. Und das Seidenpapier hat in der Regel eine Seite, die beschichtet ist. Ihr merkt, das eine ist ein bisschen rau, die andere ist eher so ein bisschen glatt. Ich nehme effektiv die raue Seite und arbeite darauf. Und da werde ich 2 Sachen nehmen, nämlich so ein kleines Monster und darunter der Spruch "You're my favorite little monster". Und das hier ist auch den ich nachher kolorieren werde. Ihr könnt das natürlich auch mit Acrylblöcken machen. Ich finde es halt einfacher mit dem Stempeltool, weil ich da die Möglichkeit habe nachzustempeln, wenn der Stempel nicht sauber geworden ist. Na, hier zum Beispiel in der Mitte finde ich das noch nicht so doll. So. Genauso will ich das haben. Das ist das erste Motiv. Und ihr habt es gerade bei mir gesehen, das Ding
Das Seidenpapier ist so dünn, dass es quasi wie durchstempelt. Von dem her ist es nicht schlecht, wenn ihr da einfach ein Stück Papier noch drauf macht. Und das zweite, das was dann schwarz-weiß sein wird bei mir, da habe ich quasi eine Kombi von verschiedenen Sachen. Dieses Pärchen im quasi Hochzeitsauto und dann Best Wishes unten dran. You make me nervous. I think I might be hooked on you. I love the things you said to me. It seems like you like me too. Das lasse ich jetzt kurz ein bisschen trocknen, vor allem den ich noch kolorieren werde. In der Zeit, wo das Ganze noch trocknet, werde ich noch etwas ausdrucken. Da nehme ich einfach ein langes Stück und lege die glänzige Seite nach oben und dann klebe ich das Ganze an so ein paar Stellen auf das Blatt. Und dann muss ich dann natürlich, wenn ich das Motiv zum Ausdrucken bestimme, wo das liegen soll, muss ich dran denken, wo hier dann auf Papier drauf liegt. Und dann gebe ich das ganz normal in meinen Drucker, dass er das einziehen kann und darauf drucken kann. Ich habe jetzt alles vorbereitet, vielleicht hier noch, das habe ich auf die matte Seite gestempelt, fand ich eigentlich nicht schlecht. Und beim Kolorieren war es dann ein bisschen anders. Ich habe zuerst versucht, auch mit der matten Seite zu arbeiten, aber ihr seht es vielleicht bei der Zunge hier so ein bisschen, das fängt effektiv an, ineinander zu verlaufen. Also habe ich das gleiche nochmal gemacht, aber diesmal auf der glänzigen Seite und da hat es eigentlich besser funktioniert. Das heißt, da läuft es weniger aus. Von dem her, wenn ihr kolorieren wollt, nehmt da auf jeden Fall die glänzige Seite des Seidenpapiers. Und beim Drucken habe ich es so gemacht, dass ich die glänzige Seite oben hatte und da hat es ein bisschen geschmiert, aber ihr schneidet jetzt alle Motive möglichst nah am Druck oder am Gestempelten aus. Und so könnt ihr eigentlich auch das, was es euch so ein bisschen, oder wenn ihr das Problem auch hattet, dass es verschmiert habt, könnt ihr das so ein bisschen wegschneiden. So, und wenn ihr das ausgeschnitten habt, dann können wir eigentlich schon anfangen, das auf die Kerzen aufzubringen. Ich habe mich kurzerhand noch ein bisschen umentschieden. Das kleine Monster kommt auf die kleine Kerze, der Winnie-Pooh-Spruch kommt auch auf die kleine und das kleine Hochzeitsmotiv kommt auf die weiße Kerze. So, und starten wir mal mit dem kleinsten Motiv. Und da braucht ihr jetzt eben die Heatgun und das Backpapier. Ich mache dann nachher, wenn die Heatgun läuft, den Ton weg, weil die ist ein bisschen laut. Aber ich erkläre es euch kurz und dann könnt ihr da einfach gucken. Jetzt, um das drauf zu bringen, platzieren wir das da, wo wir das haben wollen und legen das Backpapier schön oben drauf. Und da geht es darum, dass ihr das ganz fest hinten festzurrt. Das muss wirklich schön anliegen. Und dann wärmt ihr die Heatgun kurz ein bisschen auf. Und dann geht ihr hier quasi drauf und ihr seht, es löst sich dann die oberste Schicht dieser Kerze, löst sich dann so ein kleines bisschen an und es wird so ein bisschen dunkler. Aufpassen auf die Finger, das wird heiß. Aber ja, versucht halt einfach ein bisschen von den Fingern weg zu blasen oder ihr zieht euch Handschuhe an, die hitzeresistent sind, je nachdem, wie das euch am einfachsten geht. Bleibt nicht zu lange drauf, weil sonst beschädigt ihr die Oberschicht von dieser Kerze, aber wir gucken das uns jetzt kurz an.
this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. For me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. My mind. So just sit with me, talking to the night. Und dann könnt ihr das kurz ein bisschen abkühlen lassen. Und dann das Ganze vorsichtig abziehen. Wenn da irgendetwas mitkommt, merkt ihr das auch, ne? Und das, was sich jetzt so ein bisschen verflüssigt hat von der Kerze, könnt ihr entweder wegmachen oder das auch noch wieder festdrücken. So, und dann habt ihr hier schon das kleine Monster auf der Kerze drauf. Und die kann man jetzt wunderbar ganz normal wie eine Kerze anzünden. Und ja, ist doch ein süßes kleines Geschenk. Machen wir noch die anderen Kerzen. Und ihr merkt es echt sofort, sobald es das Ganze dunkel geworden ist, sollte das eigentlich halten. So, und schon ist der Spruch auf der Kerze. Nehmen wir noch das letzte Motiv. Into the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think you were meant to be with me. Talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go. Und so sieht die letzte Kerze aus. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Papier gesehen hattet. Es ist effektiv so, dass sich so eine kleine Wachsschicht jeweils löst. Also ich würde da, glaube ich, tendenziell eher ein Papier nur einmal für eine Kerze verwenden und dann ein neues nehmen, weil sonst habt ihr von der vorherigen Kerze wieder Wachs da drauf. Ja, ist gerade, wenn man dann mit Kolorieren oder verschiedenen Farben arbeitet, wäre das dann doof, ne? Aber ihr seht, so einfach könnt ihr Motive auf Kerzen übertragen. Bisschen Seitenpapier, bisschen stempeln oder ausdrucken und ja, das mit der Heatgun draufbringen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die gestempelten Varianten eigentlich schöner, einfach vom Schwarz her, wenn ihr das so ein bisschen vergleicht. Das vom Drucker hat so einen kleinen Grünstich und ich finde das hier vom Stempeln eigentlich schöner. Und hier nochmal die kolorierte Variante.
Das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte, gerade so im Hinblick zum Beispiel auf Halloween könnte man ja so zum Beispiel auch Halloween-Motive auf orange Kerzen zum Beispiel drauf machen oder dann auf Weihnachten irgendwelche schönen Sprüche. Also da habt ihr durchaus viele Möglichkeiten. Aber das war es eigentlich auch schon für heute, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren, weil diese Kerzen, die eignen sich ja dann wunderbar, um personalisierte Geschenke auch zu machen oder dann auch mit Weihnachtsmotiven für die Weihnachtszeit passt es auch wunderbar. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!